In unserem letzten Video haben wir gemeinsam unser Expansionsventil kalkuliert und haben eine riesige Auswahl an Ventilen bekommen. Wie wir diese Ventilauswahl kleiner machen können und das richtige Ventil für uns finden, darum geht es in diesem Video. So, die Frage des Tages ist, welches Ventil wird es jetzt genau? Vorhin haben wir ein Ventil ausgelegt mit verschiedenen Betriebspunkten, aber wir haben noch nicht klar gemacht, welches Ventil soll es denn werden. Also soll es ein Edelstahlventil werden? Soll es ein vollhermetisches Ventil werden? Soll es vielleicht ein Ventil, was demontierbar ist, werden? Wollen wir vielleicht ein Schauglas haben oder nicht? Welche Anschlüsse brauchen wir? Brauchen wir einen Stator dabei? All diese Fragen haben wir noch nicht beantwortet, aber wir wissen schon, welche Leistung wir brauchen. Das heißt, die Frage, die wir uns jetzt wirklich stellen möchten, ist, wie finde ich das richtige Karellventil? Und um diese Frage zu beantworten, werden wir gleich wieder direkt ins CPQ reingehen und uns genau das alles mal in Ruhe anschauen. Und da sind wir auch schon wieder auf unserer Homepage. Wir loggen uns ein, sehen unseren Disclaimer wieder, wählen das Projekt aus, was wir haben möchten, aktuell unser einziges. Falls wir irgendwelche Notizen machen möchten, könnten wir das jetzt tun. Keine Ahnung, Revisionsnummer ändern, Überarbeitung, Notiz rein, Anpassung wegen Anfrage des Kundens, was auch immer. Speichern unsere Änderungen, falls wir welche gemacht haben. Wenn nicht, können wir direkt weitergehen. Und wir sehen, alles, was wir vorhin eingetragen haben, ist noch da, alle unsere Betriebspunkte und auch aktuell alle unsere 105 Expansionsventile, die uns theoretisch zur Verfügung stehen. Bevor wir das ganze Feld jetzt eindämmen und ein bisschen kleiner die Auswahl machen, dass es für uns besser herauszufinden ist, welches Ventil wir haben wollen, ihr werdet auch gleich sehen, das ist sehr, sehr einfach und schnell zu machen, möchte ich mit euch aber noch etwas anderes teilen. Und dazu gehen wir einfach mal ganz spontan auf unsere Karell-Homepage. Da könnt ihr entweder über karell.de drauf gehen, da kommt ihr auf die deutsche Homepage, oder karell.com, das ist die internationale Homepage. Grundsätzlich ist das hier alles immer das Gleiche. Wir gehen auf EEV, also elektronische Expansionsventile Technology, gehen zu den elektronischen Expansionsventilen und hier haben wir zwei Dateien. Also wer es nicht weiß, findet es nicht unbedingt, deswegen teile ich es mit euch. Und da schauen wir erstmal hier auf diesen ersten Link drauf. Und da findet ihr was ganz Wunderbares. Einfach mal eine Übersicht unserer Expansionsventile auf ein Blatt Papier. Schön A4, kann man sich jederzeit angucken, ist sehr hilfreich, um mal die Basics zu verstehen, um auch zu sehen, welches Ventil ist eigentlich was, wo gehört es dazu. Zum Beispiel das E2VF, da sehen wir in der zweiten Spalte hier schon Ventiltyp H. H steht für hermetisch. Zum Vergleich hier dieses E2VZ, da steht D für demontierbar. Kann man gleich schon mal unterscheiden. Diese zwei haben wir. Hermetisch oder demontierbar. Danach gibt es Keywords, dass ihr wisst, wo kann man das Ganze einordnen. OEM-Design sagt, glaube ich, alles. Es ist für den OEM, also für den Anlagen Manufacturer, ist es prädestiniert. Dafür ist es gebaut. Hermetik steht auch nochmal drin. Und SS-Body ist Stainless Steel. Damit ihr es wisst. Driver-Typ, also Ventiltreiber. Das wäre jetzt die Frage, was für ein Stator ist auch am Ende des Tages. Also hier der rote Kopf, der hier drauf sitzt, das ist der Stator. Was für ein Stator ist das denn? Die meisten Ventile, ich sage mal unter Vorbehalt alle Ventile, vor allem in den kleinen Leistungsgrößen vom E2V bis E3V 45 ungefähr, 65, je nach Anwendung, können
bipolar oder unipolar betrieben werden. Was das ist, werden wir mal in einem anderen Video speziell zu Ventilen sehen. Wichtig für euch, wenn ihr als Installateure draußen im Feld unterwegs seid und nicht zu der klassischen OEM-Kategorie gehört, dann werdet ihr hauptsächlich mit bipolaren Ventilen zu tun haben. Bipolare Antriebe sind auch die, die ihr hauptsächlich beim Großhandel bekommt. Also bei dem E2VZ vor allen Dingen, da findet ihr das sehr, sehr viel. Also da werden wir auch den Fokus drauf legen. Dann findet ihr natürlich noch alle weiteren Daten, die hier dazugehören, so Einsatzgrenzen, auch Leistungsbereiche, dass man mal weiß, hoppala, welches Ventil ist denn wo überhaupt angesiedelt. Hier hinten auch die Kältemittel, für die dieses Ventil freigegeben ist. Das kann man auch alles sehen. Also ein wunderschönes kleines Blättchen, mit dem er sehr, sehr gut arbeiten kann und sich einen wunderbaren Überblick verschaffen kann über die Ventile. Ihr seht auch hier vorne die farbliche Markierung. Das sind die Standardventile für Standardkältemittel. Hier haben wir CO2, da unten die gelb markierten, die sind Heißgas und ganz unten, das ist unser Ammoniakventil. Das Ganze könnte euch helfen bei der Auswahl. Ein Ding, was ihr euch merken dürft, ist unipolar, bipolar. Da werden wir gleich wieder drauf zurückkommen. Dann gibt es noch ein zweites Blatt, solltet ihr auch schon mal gesehen haben und kennen. Da geht es nämlich um die Frage, welcher Stator bekommt denn welches Kabel? Denn wie ihr seht, sieht das Ganze hier ein bisschen anders aus. Hier haben wir einen Stator, da ist auch schon ein kleines Kabel und so ein Super-Seal-Konnektor dran. Hier haben wir nichts dran. Da brauche ich also ein Kabel mit einem passenden Stecker drauf. Und um herauszukriegen, was ist was und was passt wo dazu, dafür ist dieses wunderschöne Blatt Papier sehr, sehr gut geeignet. So, das behalten wir jetzt im Kopf und gehen mal zurück zu unserem CPQ. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen uns jetzt einmal die Auswahl ein bisschen zusammenschrumpfen und dafür sorgen, dass wir genügend Ventile zur Auswahl haben, aber auch nicht zu viele. So, Leute. Ich würde sagen, wir können oben durchaus anfangen. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit, dass wir den Betriebspunkt passend wählen. Den könnte ich jetzt verändern und könnte sagen, okay, ich möchte jetzt kein Ventil haben, angezeigt haben, was kleiner 22 da unten rumgeistert. Und ganz oben möchte ich auch keins haben, was größer 86 zum Beispiel ist. Dann habe ich schon mal einen schönen, bequemen Bereich. Könnte ich machen. Ich kann es aber sein lassen und lasse den auf den Originaleinstellungen. Was jetzt wichtig wäre, ist die Frage des Stators. Für den klassischen Kälteanlagenbauer, alle, die draußen beim Großhandel kaufen, würde ich jetzt sagen, bipolar ist die Waffe der Wahl. Unipolar hat auch so ein bisschen das Thema, wir haben eher kürzere Leitungswege, mit denen wir arbeiten. Bei bipolar kann ich mit längeren Leitungswegen arbeiten. Und bipolare Antriebe haben auch mehr Drehmomente. Also das wäre jetzt erstmal die Waffe der Wahl, ein bipolarer Motor. Als nächstes die Frage, möchte ich ein demontierbares Ventil haben oder möchte ich ein vollhermetisches haben? Ich sage, ich hätte gern das Ganze in demontierbar. Und schon sehen wir haben nur noch 25 Ventile zur Auswahl, also von 105 auf 25. Das ist schon mal ein guter Schritt. Reicht mir aber noch nicht. Das können wir auch noch weiter eingrenzen. Wir können dann hier zum Beispiel auch die Anschlüsse zum Beispiel mal eingrenzen, dass wir wissen, wo wir da daheim sind. Auch die Verbindungen, das lasse ich mal komplett offen, wie es ist. Jetzt die Frage Multipack, also 10er-Pack von Ventilen oder Single-Pack. Mir reicht der Single-Pack an dieser Stelle. Zack, und schon ist es weniger geworden. Von 25 sind es nur noch 9. Zertifikat, ja, das ist vor allem spannend, wenn ich als OEM unterwegs bin oder ich muss Wert auf ein bestimmtes Zertifikat legen, könnte ich es auswählen. Ansonsten würde ich es einfach komplett offen lassen. Schauglas oder nicht Schauglas, das ist hier die Frage. Auf der einen Seite
je nachdem, wo ich mein E-Ventil montiere, kann es durchaus gut sein, wenn ich ein Schauglas vor Ort habe, gerade bei einer Verbundanlage mit langen Leitungswegen, kann ich mal reingucken, wie sieht es mit Flashgas aus oder habe ich Verschmutzung drin. Sieht man durchaus doch ganz gut. Habe ich das direkt, kurzer Leitungsweg vom Sammler aus, dann brauche ich natürlich jetzt kein Schauglas zu setzen. Der eine sagt, Schauglas ist ein super Tool für einen Service, um mal reinzugucken, um zu wissen, was passiert. Der nächste sagt, das ist eine potenzielle Leckagestelle, ich lasse es weg. Ich wähle mal mit Schauglas aus. Und als nächstes die Frage Stator enthalten, also der rote Kopf, der Motorantrieb, ja oder nein. Ich möchte auf jeden Fall auch einen Stator dabei haben. Möchte ich jetzt nicht auch noch raussuchen müssen. So, und da sind wir zu Hause. Das sind die Ventile der Wahl, die uns zur Verfügung stehen in diesem Moment. Das wären jetzt nur noch diese 3. Dann sagen wir, wir nehmen uns einfach mal das mittlere. Wir nehmen alle 3. Und die gucken wir uns auch gleich dann mal an. Aber was ich vorher wissen möchte, jetzt sehe ich zwar hier den Produktcode und das alles noch das so beschrieben, aber ich möchte vielleicht ein bisschen mehr über das Ventil wissen. Dann kann ich mir erst einmal die Kapazität angucken, das Leistungsdiagramm. Und da sehen wir genau die Betriebspunkte, die wir vorhin eingegeben haben, beziehungsweise im letzten Video schon eingegeben haben und können schauen, wo liegen wir denn dort. Ich würde sagen, das liegt relativ gut. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht hätte ich es gern einen Tacken größer, das Ventil. Ja, ist auch irgendwie ganz schön. Das ist jetzt eine Frage der Regelcharakteristik, die ich haben möchte. Könnte jetzt auch ein bisschen zu groß sein. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, das ist das gleiche nochmal mit anderen Anschlüssen. Ja, das würde ich sagen, würde gut passen. Ich habe nach oben raus noch viel Spielraum und habe nach unten raus auch noch die Möglichkeit, gut zu regeln. Da bleiben wir dabei. Und jetzt will ich vielleicht noch ein bisschen mehr wissen und gucke mal in das Datenblatt. Und da habe ich auch direkt den Link und kann hier auch alle Daten sehen. Also der schöne Beipackzettel. Kann mir alles rausgucken, was dazugehört. Kann es vielleicht auch gleich schon in der Projektakte speichern, mir runterladen. Und das war es dann auch schon gröbstens. Jetzt, wichtig, speichern. Wir haben eine Auswahl getroffen, wir speichern das. Jetzt kann ich mir hier die PDF ausdrucken und kriege dort die Ventile inklusive auch meiner Leistungskurven und den verschiedenen Auslegungspunkten, die ich vorhin angegeben habe, angezeigt. Ich kann die dann auch schön vergleichen, kann mir das in der Projektakte ablegen und kann die Preise jetzt bei meinem Großhändler des Vertrauens abfragen. Und dann kann ich sagen, okay, es wird das Ventil oder es wird das Ventil. Und schon haben wir es an dieser Stelle auch tatsächlich geschafft. Das heißt, wir haben jetzt ganz gemütlich unser Ventil ausgelegt, haben es jetzt ausgewählt und selektiert und wissen jetzt, was wir damit machen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Frage, was ist die nächste Frage sozusagen? Also, was kommt in den nächsten Videos dran? Was bleibt uns denn noch alles? Die anderen Ventiltypen bzw. die anderen Anwendungsvarianten. Wir schauen im nächsten Video dann mal drauf, wie machen wir denn eigentlich eine Auslegung für ein Heißgas-Bypass-Ventil. Und so gehen wir Stück für Stück durch die anderen Anwendungsbeispiele durch, bis wir am Ende bei den CO2-Ventilen sind und auch nochmal das CO2-Expansionsventil zum Schluss auslegen. Also bleibt gespannt und wir sehen uns in den nächsten Videos.